neuen Video auf meinem Kanal. Ich war gerade unterwegs und habe ein paar Einkäufe erledigt und dachte, heute machen wir mal ein bisschen was up close and personal. Kein klassisches Video, kein Mikrofon, kein professioneller Kram, nicht zu sehr. Deswegen sieht das hier auch ein bisschen merkwürdig aus, so ist das, wie das normalerweise ist. Ne? Das ist ja normalerweise mein Raum, wo ich auch Filme gucke und so weiter. Und meine Katze liegt normalerweise dann da auf den Kissen, wenn sie nicht auf mir am Rumschnurren ist. In dem Sinne will ich auch gar nicht lange labern und will einfach mal anfangen und gebe euch dann die Roomtour von Tim K's Nerdcrack. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Geht's los. Das ist so mein Raumtrenner-Shelf. Ne? Bisschen Hot Toys Terminator. Naja, ein bisschen. So ziemlich das, was es gibt. Außer der Liquid Metal Sarah Connor. Die brauchte ich jetzt nicht. Chris Reeve Superman. Der DX13 T1000, wo mir noch der zweite DX13 fehlt, den will ich da unbedingt noch reinhaben. Fright Rags Terminator Maske, Light Up, sehr schick. Bisschen andere Sachen, KO Yamaguchi Venom, Marvel Select, Colossus. Mein erster Hot Toys. T600 mit Rubber Skin, immer noch saugeil. Kyle Reese von Neckar, unterschrieben von Tom Woodruff Jr. Custom Tischset für den T800, noch den anderen richtig klassisch Technoir. Den Terminator habe ich gecustomt, damit er richtig schön, ich sag mal, ein bisschen abgefuckt aussieht. Robocop vs. Terminator. Überall so ein bisschen Custom Hintergründe, ne? Soll ja auch ein bisschen nach was aussehen. Die ganze Terminator 2 Bandbreite. Und das hier soll ein Iron Man 2 Diorama werden. Da kommen wir auch noch zu. Ja, 5.1 Boxen, wie gesagt, Platz meiner Katze, mein Kissen. All About the Terminator. ROC, Realm of Collectors. Ein paar Geschenke, ein paar Sachen, die sonst wo waren. Linda Hamilton unterschrieben. Rockbox, dieses Sommer gibt es wieder eine, ich sage euch da nochmal Bescheid. T-Shirts, Karten, Schottgläser, seht ihr schon, einiges. Das ist mein kleiner Schreibtisch. Hier mache ich zum Beispiel den Podcast mit Karl Blubber. Hoffe, bei dir ist alles gut. Da habe ich auch den Devastator gemacht, da kommen wir gleich zu. Ich habe da gerade den Mark 6 Diecast und den War Machine stehen. Bin da ein bisschen drauf am Hypen. Da die beiden Kartons, da habe ich so ein bisschen Kamera, Technikzeugs, Papiere für Kram und so, ne? Und da unten Koffer mit meinen Malsachen und so weiter und so fort. Das soll mein Whiplash Custom werden mit richtig schön beleuchteten, Peitschen, sollte das werden. Ich muss auch sehen, wie ich den Rücken aufkriege. Vielleicht mache ich da eine kleine Slideshow zu und zeige euch das. Fans Toys Sovereign, gerade frisch gekriegt, der Hulk. Meine kleine Robocop-Ecke. Ich versuche mal ein bisschen rauszugehen, damit ihr das im Ganzen sieht. Sehr schön geworden, wie ich finde. Den hingebaut, damit er voll kaputt aussieht. Mit Custom, ja, so quasi rostige Stahlblöcke, ne? Nichts Großes, bisschen die Basis. Kenner Robocop, 3 Figuren. Und mein Masterpiece Shelf. Da gucke ich jeden Tag drauf, wenn ich denn Fernseh gucke oder Filme gucke. Mein Custom Devastator, Combiner Wars Titan Class, 1 Jahr dran gearbeitet. Polystyrolteile teilweise mit dran, ne? So hier dieses Innenleben so ein bisschen, wenn ihr das da in der Brustsektion ein bisschen seht. Und die Knie selber gebaut. Upgrade Set von DNA Design. Das war harte Arbeit. Ansonsten das Shelf, nicht viel Arbeit. Nur so ein bisschen Papier untergelegt, damit es ein bisschen nach Autobot City aussieht. Ein paar Effekte habe ich gerade momentan weggenommen für Fotos und so. Wie ihr schon seht, ich versuche es gerade ein bisschen normal zu halten. Nichts Großes, nicht hochgezüchtet, nicht perfekt. Meine Custom Insignias, mein IDW Masterpiece Shelf, Generation Toy, Opex, Tyrant, Transform, Mission, Havoc und Mastermind Creations Overlord. Kleines Mischshelf, sag ich mal. Entschuldigt bitte die Haare, ich war da nochmal drüber, aber die legen sich so schnell ab. Mit Katze ist das leider das Problem. Legends Evolution, Groot, Ultimate Souls Forger, WWE Elite Undertaker und der Creech aus der Deluxe Box damals und die War of Light Ringe. Das Baumteil soll das Custom Ding für mein Iron Man 2 Shelf werden. Die ersten Masterpieces, die musste ich einfach haben. Dahinter Transformers The Movie Vinyl und Shape Picture von Superion. Ich glaube, durch die Beine sieht man da ein bisschen besser was von. Und hier, so, X-Transports, Cyclonus und Scourge, aka Eligos und Andras.
Ja, Powermaster Schrägstrich God Ginray Shelf so ein bisschen, ne? Mein altes Spielzeug. Powerbaser Review bei, versprochen. Und der Takara Tomy Legends, meine alten Spielzeuge. Und der MP10 Trailer. Hier steht normalerweise Voltron, der ist gerade droben für den Shoot. Den seht ihr den auch bald. Ultron, ein bisschen nach der Pose. Evangelion, unten gerade leer. Und womit ich so ein bisschen angefangen habe, die 6-Incher, ne? Spawn. Von oben bis unten. Das ist der erste da hinten mit dem Pferd. Spawn the Blood Axe mit Thunderhoof. Sehr schön. Und die Neckar Aliens und das Creature Set. Und die Eier, die fand ich geil. Jetzt kommen wir auch schon zum letzten Bereich. Hier ist meine Filmecke. Hoch auf Smartphones. Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Warum habe ich da ein Bier stehen? Das ist ein alkoholfreies Backscreen Lemon. Das kriegt ihr nicht mehr. Commemorative Masters of the Universe Box. Die musste ich irgendwie haben. Das war mein Ding. God of War brauche ich nichts zu sagen. Das Shelf genauso. Doom, Mortal Kombat, Fear Factory und da unten noch Filmboxen. Hier ist mehr Terminator, ein paar CDs, hier ist Mischkram. Und die DVDs, die fliegen bald raus. Ich bin ziemlich weg von DVD. Ich will den Platz anderweitig nutzen. Und hier noch CDs. Meistens Digipacks, Soundtracks, Blu-ray-Boxen. Und ein bisschen Tüdelkram da unten. Das ist ein Turbo Kid Energy Drink und da sind tatsächlich noch Pfennigstücke drin. Ich muss mal sehen, dass ich die wegkriege. Damit ihr die letzte Woche Ecke aussieht. Hier stand mal ein Regal. Der Inhalt davon befindet sich hier. Bisschen anders gemacht. Nicht viel, aber etwas. Ein paar Artbooks und so weiter und so fort. Und um dann wieder weiterzumachen, aber das letzte Ding. Da haben wir den Hulkbuster und den Mark I hier unten stehen. Die werden bald ihre Plätze tauschen. Hulkbuster und Hulk. Deswegen mache ich dieses Video. Ich will nicht, dass ihr hinterher fragt, ja, wie sah das Ganze vorher aus? Deswegen dachte ich mir, ich mache vorher was. Das wird bald hier nicht mehr so aussehen. Die 3 Dinger kommen rüber ins Wohnzimmer. Das Terminator Shelf wird 90 Grad nach da gedreht. Und dann kommt hier was Flaches hin. Dann kommt der Hulkbuster und Hulk hin. Dann ist das alles ein bisschen offener und hier in der Ecke ein bisschen heller und meine Filme sind hier alle raus. Das heißt, das war's jetzt im Endeffekt. Ich hoffe, es hat ein bisschen gefallen. War jetzt nicht super viel. Mein Raum ist nicht der größte. Ich hatte eigentlich vor, mit Hulkbuster und Hulk was Größeres zu machen. Aber dafür reicht der Platz nicht und dafür ist auch ein bisschen Terror in der Wohnung drin. So, von daher, ja, das war die kleine Roomtour. Wobei, eine Sache habe ich noch vergessen, dafür drehe ich die Kamera nochmal schnell. Noch ein paar Comics da unten und noch mehr Zeug für das Diorama. Ne? Man muss irgendwo sehen, wo man bleibt. In dem Sinne, als nächstes geht der GNP Nummer 1 hoch mit Kabloba und mir, German Nord Podcast. Ich denke mal morgen oder Sonntag. Heute ist Freitag, ich weiß nicht, ob ich das Video heute noch hochkriege. Jedenfalls wisst ihr Bescheid. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis die Tage. Haut rein und tschüss.